Die Wetterlage ist wie vorhergesagt gut. Bedeckter Himmel, aber kein Regen und deshalb nicht zu heiß. Seit gestern ist alles so weit wie möglich vorbereitet und am Morgen geht es richtig los. Inzwischen Routine, aber eben doch viel Arbeit. Schadet nicht, denn die Coroneros sind von Natur aus faul. Hoffentlich hat das jetzt keiner von denen gehört. Samstags und freitags geht es gemütlicher zu. Da ist bei der Arbeit auch Zeit für ein Schwätzchen, was die Damen dann mehr nutzen als die Herren. Aber Sonntag gibt es keine Gnade. Da muss jeder ran, selbst die Kleinsten, wie hier Jings Töchterchen versucht zu helfen. Die aber freiwillig und mehr aus Neugier. Heute machen wir uns mal ein paar Gedanken. So, worüber denn? Naja, zum Beispiel, was uns belastet. Physisch die harte körperliche Arbeit und der zeitliche Druck am Sonntag. Die Coroneros, allen voran die Damen, schneiden, schälen, schnetzeln, rühren, füllen, sortieren und schleppen stundenlang, was recht langweilig und ermüdend ist. Und ohne Pause fast den ganzen Sonntag über. Was uns psychisch belastet, ist das Elend der Menschen, die wir betreuen, das Leiden der Alten und nicht mehr Beweglichen, die hungrigen Kinder, das Bewusstsein, dass wir nur relativ wenigen helfen können und vor allem, dass wir nicht wissen, ob wir lange genug durchhalten, bis die meisten wieder in Brot und Arbeit sind. Es schmerzt auch zu sehen, wie Menschen stundenlang im Regen oder in glühender Sonne ausharren, um eine Mahlzeit zu ergattern. Das mitzuerleben, macht wirklich keinen Spaß. Was uns motiviert ist, dass wir wirklich etwas bewegen. Das dankbare Lächeln der Erwachsenen und das Strahlen in den Augen der Kinder. Auch die Angst der Essensempfänger, ob wir wohl weitermachen, motiviert uns. Und sehr viel der Zuspruch und die Unterstützung, die wir aus Europa erhalten. Was uns als Mensch verändert, ist das Elend und die Not, die wir täglich sehen. Die Angst vieler vor der Zukunft, das Wissen, dass das Wohl so vieler Menschen zurzeit in unseren Händen liegt und das starke Gefühl unserer Gemeinschaft in dieser Situation. Die Bentley-Truppe fährt ihre Route ab und verteilt das Essen. Und wie immer werden ihre Gaben dankbar in Empfang genommen. Gute Nachrichten gibt es auch. Im Bezirk Caron werden die Bedürftigen weniger. Viele burmesische Gastarbeiter sind in ihre Heimat zurückgekehrt und einige Ortsansässige haben wieder Arbeit gefunden. Sogar der einarmige Bandit hat wieder einen temporären Job als Gärtner ergattert. Aber leider trifft das noch nicht für alle zu. Dafür wird die Schlange vors Ries-Lokal länger, weil sich da jetzt auch Leute einreihen, die in anderen Bezirken nicht versorgt werden. Und hier seht ihr die neueste Erfindung zum Ordnung halten. Die Flaschen- und Schuhabstandshalter. Patent angemeldet, Patentinhaber die Corona-Gang.
Jetzt kommt eine ziemlich lange Sequenz, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie groß die sonntägliche Warteschlange ist. Das ist echt deprimierend, vor allem wenn man weiß, wie lange die wegen nur einer ordentlichen Mahlzeit anstehen. Wir tun unser Bestes, um die Zeit zu kürzen, aber die schiere Menge sorgt eben für eine lange Dauer. Die Hälfte der Polizeibeamten hilft bei der Ausgabe und die andere Hälfte hat zu tun, um den Verkehr auf der Hauptstraße aufrechtzuerhalten und Ordnung zu gewährleisten. Vor dem Lokal rattert die Corona-Maschine jetzt wieder auf vollen Touren. Unerbittlich schiebt sich die Warteschlange an den Ausgabestellen vorbei. Die Polizisten und Coroneros verteilen und schleppen pausenlos Nachschub heran. Und in der Küche rotieren sie, um den dritten Nachschlag fertig zu kochen, weil es wieder mal nicht reicht. Unsere Spezialfälle vergessen wir natürlich auch nicht. Die sind großenteils nicht mobil und wir beliefern sie zu Hause, wie den ehemaligen Busfahrer mit dem gelähmten Arm oder die Großeltern mit dem behinderten Jungen. Der ist recht scheu, wahrscheinlich weil er oft abgewiesen und verspottet wird. Er gewöhnt sich jetzt aber langsam an den kahlköpfigen Dino, der hin und wieder was Leckeres vorbeibringt. So hangeln wir uns durch den Sonntag. Und wirklich, man glaubt es kaum, schon kommt der Feierabend. Die Polizei, unser Freund und Helfer, das ist wirklich ernst gemeint, zieht ab und die Corona-Gang macht Feierabend. Und jetzt, nach dem Abendessen, kippen die Jungcoroneros schon wieder einen im Garten und ich armer Tropf hocke vor dem Rechner und hab nur ein Bier zur Abkühlung neben mir stehen.
Naja, vielleicht werden es auch 2 oder 3 mehr. Ach ja, für die Statistiker unter euch, es waren heute 1836 Mahlzeiten, die von den Coroneros vors Ries Lokal und mit dem roten Bentley verteilt wurden.